Hallo, ich begrüße zum neuen Video. Das habe ich Bremer Stadtmusikanten und die H5P-Option genannt. Dornröschen wäre statt der Bremer Stadtmusikanten viel besser gewesen, aber das lag nicht vor. Warum Dornröschen? Mich erschreckt die Einfallslosigkeit bei der Namenswahl für die freie und quelloffene Software H5P. Damit kann man interaktive Inhalte für die Bildung und Weiterbildung, aber auch für vieles andere mehr erstellen. Es gab zwar zuvor schon Software für Interaktion, das war dann Flash von Adobe, aber das wurde wegen der zu hohen Risiken im Internet ausgemustert. H5P ist viel moderner, ist frei verfügbar und kann viel mehr. Nur Nerds kennen die Abkürzung des HTML5-Paketes. Ganz bewusst habe ich hier ein Fallbeispiel gewählt, was fast jeden Menschen ansprechen kann. Das Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm mit den Bremer Stadtmusikanten, das ist nur auf den ersten Blick ein Märchen für Kinder, aber das trifft auch jeden Menschen früher oder später persönlich, mich zum Beispiel als Rentner, der nur ein paar Wochen jünger ist als die ehemalige Bundeskanzlerin. Im Märchen symbolisieren Tiere Gruppen von Berufstätigen im Rentenalter, welche durch die abnehmende Leistungskraft scheinbar nutzlos werden. Sie verlassen die gewohnte Umgebung, um sich zusammenzuschließen und haben dann mit vereinten Kräften und Kreativität Erfolg. Am Ende gründen sie eine Wohngemeinschaft im Haus der vertriebenen Räuber. So viel in kurzer Form, in moderner Sprache, was da inhaltlich läuft. Diese Geschichte, die wurde am Beginn der Covid-19-Pandemie von meiner Frau hier im Wald hinterm Haus vorgelesen, weil sie konnte damals vor 3 Jahren weder in der Kindertagesstätte arbeiten, noch konnte sie unsere Enkel besuchen. Wie ihr hier seht, das läuft ja im Hintergrund, kann das Märchen im Rahmen der Überprüfung von Sprachverstehen von Menschen aller Altersgruppen eingesetzt werden. Vor allen Dingen dann, wenn sie Deutsch als Fremdsprache sprechen. Ich führe das jetzt auf meiner Webseite einfach mal vor und zeige, wie es funktioniert. Ein bisschen habt ihr ja schon gesehen, aber das war ja nur Hintergrundprogramm. In einem PDF-Dokument informiere ich über die Quellen und wer so etwas selbst einmal in ähnlicher Form erstellen möchte, der kann sich die komplette dazugehörige Excel-Arbeitsmappe herunterladen. Da ist auch beschrieben, wie die Vokabelsammlung zum Märchen erstellt wurde und wie man die Vokabeln, die im Märchen auftauchen, dann mit dem B1-Wortschatz für Fremdsprachenlernen abgleichen kann. Doch jetzt habe ich genug geredet und wir schauen uns die Ergebnisse einfach mal an, die für alle Interessierten mit allen verwendeten Materialien hier über den Download auf meiner Webseite frei zugänglich sind. Im zweiten Teil möchte ich jetzt zeigen, wie ihr an die eben genannten Materialien kommt. Das PDF-Dokument seht ihr ja hier. Ich werde aber auch gleich nochmal zeigen, wie man daran kommt. Und ich will auch zeigen, wie man die Excel-Arbeitsmappe nutzen kann. Wenn man mit Excel vertraut ist, dann kann man ja vielseitiges Material damit erstellen und auch Vokabelsammlungen schnell aufbereiten. So, wir sehen das hier. Wir fangen hier bei meiner Website an. Da ist jetzt zufällig auch schon das, was ich eben gezeigt habe, oben. Aber wenn das nicht der Fall ist, weil da gibt es ja immer wieder neue Materialien, kann man einfach hier auf die Lupe klicken, gibt ein H5P und dann sieht man, was es hier an Beiträgen zu dem Thema H5P gibt. Wir sehen hier links das gleiche Video, aber hier haben wir dann über 20 Fragen, erkennbar hier an den kleinen Kreisen in der Zeitleiste mit Drecks Words. Und hier haben wir bei dem Video rechts Single-Choice-Fragen, also eine Antwort ist nur richtig und da gibt es etwa hier 10 verschiedene Fragen. Ich klicke mal hier drauf, dann wird das im vollen Bild gezeigt. Dann sehen wir hier meine Frau, die das Märchen vorträgt. Ja, das kann man hier unten starten. Ich habe jetzt angehalten, weil das wollen wir nicht machen, dass wir das hier nochmal Bild im Bild zeigen. Ich gehe jetzt einfach mal zur ersten Frage, die hier kommt an der Stelle. Ja, und da können wir hier starten, kurz vor der Frage. Ich lasse es jetzt nur ein paar Sekunden laufen. Dort meinte er, könne er ja Stadtmusikant werden. So, wir haben gerade gesehen, sie liest vor. Das Ganze wird hier
als Untertitel nochmal angezeigt. Und hier kann man dann die Frage beantworten, welches wird als erstes genannt. Ich wähle jetzt mal bewusst das Falsche, die Katze. Und dann sieht man, hier wird dann also auch angeboten, das Richtige nochmal zu machen, indem man das wiederholt. Jetzt wähle ich mal den Esel aus. Und dann kann man fortfahren. So, hier werden jetzt in der Zeitleiste die Untertitel in Deutsch vorgetragen, aber angenommen, hier wäre jetzt jemand, der aus der Ukraine zu uns geflüchtet ist und kennt das Märchen nicht. In Ukrainisch gibt es nämlich auch keine Übersetzung, die hier im Internet frei verfügbar ist, aber man kann sich hier unten die entsprechenden Untertitel auswählen und das sehen wir, ist jetzt geschehen. So, dann gehe ich mal weiter. Fragen, die beantwortet wurden, sieht man hier an so einem weißen Punkt. Und die noch nicht beantwortet sind, wie diese hier, die ist noch nicht ausgefüllt. So, ich lasse jetzt die letzte Frage auch noch mal laufen. Da hat sie eben nur noch einen Ton von sich gegeben. Ich weiß aber, was gefragt wird. Der Hahn, der steht für den Richter und das wähle ich hier mal aus und wird auch als richtig erkannt. Und dann kann man fortfahren. Das würde aber jetzt auch ein paar Sekunden zu lang dauern. Deshalb schiebe ich den Regler jetzt einfach mal weiter bis an diese Stelle. Und da kommt jetzt der Hinweis auf das PDF-Dokument. Ich muss das nur hier unten starten. So, ich habe auf den Link geklickt und jetzt bin ich wieder hier, wo wir das PDF-Dokument haben, was ich ja eben schon mal erwähnt habe. Das PDF-Dokument ist für diejenigen gedacht, die keine Excel-Kenntnisse haben, sondern nur dieses Material nutzen möchten. Aber hier geht ja mit diesem Fallbeispiel noch viel mehr. Es lassen sich Vokabellisten erstellen, es lassen sich Synonyme für die Wörter raussuchen, man kann die Vokabeln vergleichen mit einem Referenzwortschatz, der dem mittleren Sprachniveau B1 entspricht. All das geht mit der Excel-Arbeitsmappe. So, PDF-Dokument haben wir hier, aber hier kann man auch sehen, hier gibt es die Excel-Arbeitsmappe zum Download, wenn man darauf klickt. Das habe ich gerade getan. Dann wird die hier angeboten mit der Online-Version von Excel. Man kann sich die richtige Datei auch herunterladen und dann mit der lokal installierten Version bearbeiten. Aber um das zu erklären, was in der Excel-Arbeitsmappe enthalten ist, reicht diese Version hier also auch vollständig aus. Wir sehen hier vorne das Infoblatt. Da sehen wir hier, da ist also das, was wir eben als PDF gesehen haben, hier in Excel abgelegt. Das habe ich nämlich alles mit Excel vorbereitet. Und da sehen wir hier oben erstmal die URLs, die Ablageorte für das Originalvideo, auch für das Märchen. Was da vorgelesen wird, kann man im Online eine Stelle finden bei Grimm Stories. Und das, was ich also hier dann anbiete, verschiedene Quizze, das haben wir dann hier bei den H5P-Zeilen, 5 bis 8 sind die Zeilen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, diese Blätter, die wir hier unten sehen, Wortliste, Übungen, Referenzwortschatz, das kann man dann also auch hier als PDF-Dokument runterladen. Die Infoseite habe ich ja schon gezeigt. Das andere funktioniert genauso. Ich gehe jetzt aber mal auf die Wortliste. Da sehen wir alle Worte, die in dem Märchen vorkommen. Das sind so 1180. Die sind hier zusammengefasst zu Unikaten. Da haben wir etwas über 400 verschiedene Worte. Und da werden diese Unikate verglichen mit dem eben genannten Referenzwortschatz, der hier auch in der Arbeitsmappe enthalten ist. Da sehen wir das. Wenn ich hier mal nach vorne gehe, da tauchen hier vorne die Vokabeln auf. Und die sind also alle als bekannt vorausgesetzt, weil das ist der B1-Wortschatz. B1 ist das Niveau des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Und das kann man also hier schauen, was ist hier vorausgesetzt. Ich gehe mal zur letzten Zeile. Das sind 6.947 Worte, die hier auf dieser Seite, auf diesem Blatt enthalten sind. So, gehen wir mal wieder zur Wortliste zurück.
Auf dem Blatt Wortliste, da haben wir hier alle Worte, die im Märchen vorkommen, die im Sprachniveau B1 als bekannt vorausgesetzt, die sind hier nicht farbig hinterlegt. Die Worte, die Eigennamen sind, wie Bartputzer oder Worte, die sehr selten vorkommen, die sind hier gelb hinterlegt. Schauen wir uns hier mal an, die ersten beiden, Abgeschickte und Abschneiden. Da haben wir hier eine Menge Möglichkeiten, zum Beispiel auch den Thesaurus. Wo haben wir ihn hier? Da ist er, Open Thesaurus, anderes Wort für Abschneiden, klicke ich mal drauf. Habe ich gerade getan. Und da sehen wir, kann man im Open Thesaurus eben nachschauen, was könnte man alternativ nehmen, abtrennen, kappen, wegschneiden, abscheren. So, das will ich aber jetzt nicht weitermachen. Ich schließe das mal wieder und dann bin ich wieder hier bei der Excel-Arbeitsmappe. So, da habe ich also jetzt ein bisschen was erklärt. Gibt dann noch die Übungen, die man dann als Lehrer den Schülern geben kann. Ja, das ist aber alles auch im PDF-Dokument abrufbar, weil Excel kennt ja kaum jemand, der Sprachunterricht macht. So, das war also jetzt hier dieser Exkurs zu Excel, um zu zeigen, dass hier noch mehr ist als nur ein paar Fragen, die man da beantworten kann im Video. Ich gehe jetzt mal zurück zu dem PDF-Format. Da sehen wir, da stehen hier unten auch noch die Übersetzungen in andere Sprachen. Beispielsweise Französisch gibt es also hier als richtige Übersetzung, also nicht nur von DeepL. Und da sieht man, das ist also hier alles mit Werbung finanziert, aber trotzdem sind die Texte richtig. Muss man ja nicht draufklicken auf die Werbung. Das ist also jetzt das Märchen auf Französisch. Und da haben wir dann die Möglichkeit, hier auch noch weitere Sprachen zu wählen. Es gibt also etwa 16 oder 17, wo es richtig übersetzt wurde. Könnt ihr alles ausprobieren. Unten drunter, da habe ich dann noch eine interessante Webseite gezeigt. Ich habe hier H5P über die Zentrale für Unterrichtsmedien kennengelernt, bei denen ich auch Mitglied bin und zum 25-jährigen Treffen eingeladen war. Und da möchte ich also auch nochmal darauf hinweisen, gibt es zum Deutschlernen. Da haben wir die Seite und da findet man sehr viele interessante Materialien, die frei verfügbar sind für jedermann, auch für Lehrer. Und das ist also eben eine Plattform, die hier auch empfehlenswert ist. So, ich habe jetzt eine Menge erzählt zu Möglichkeiten, wie man Bildungsmaterialien erstellt. Ich will hier noch die Möglichkeit zeigen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich bin hier bei LinkedIn, bin ich Mitglied oder Teilnehmer. Und wer da mit mir Kontakt aufnehmen will, der sollte das weniger über eine E-Mail versuchen, weil das landet bei mir meistens im Spam-Filter. Wer Interesse hat, darüber zu diskutieren oder über gemeinsame Projekte, der sollte einfach hier per LinkedIn mit mir Kontakt aufnehmen. Das war's, was ich hier vortragen wollte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.